Mein Name ist Eiko Klasse. Ich habe in Düsseldorf Elektrotechnik studiert und danach einige Jahre im Süden im Automotive-Bereich gearbeitet. Ich habe zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns an der Hochschule gearbeitet. Später habe ich im Süden bei mehreren OEMs gearbeitet. Erst im Bereich Maschinenentwicklung für einige Hybridfahrzeuge, später im Bereich Simulation von elektromagnetischen Feldern für EMV. Wir haben zunächst daran gearbeitet, diese Systeme generell zu konzipieren und aufzubauen und ans Laufen zu kriegen. Anschließend war ein großer Punkt für uns die Verlässlichkeit der Modelle. Und wir haben intensive Vergleiche mit den Feldmessungen gemacht, um zu sehen, wie nah wir mit der Simulation an die Wirklichkeit kommen. Im Moment verschiebt sich der Fokus immer mehr und mehr Richtung Requirements Engineering und Testautomatisierung. Dass man in sehr vielen Bereichen arbeitet. Man hat den Bereich Konverterentwicklung, Programmierung, Simulation von Leistungselektronik, Softwaretests, Konzeptionierung von den Geräten. Also die Arbeit ist sehr vielfältig. Das ist Anakin, das ist Kevin, das ist John. Das sind einige unserer Hill-Kabinetts, die wir im Moment benutzen. Die Namensfindung von den Systemen war sehr einfach. Wir haben einige Testschränke, in denen nur eine 602-Einheit von Typhoon verbaut ist. Diese haben männliche Namen bekommen. Die etwas komplizierteren Systeme mit mehreren Hills haben Frauennamen bekommen. Super. Das ist einer unserer aktuellen Testschränke. Oben haben wir ein CSC4, das ist unsere aktuelle Steuergerätegeneration. Das ist quasi der Hauptcontroller. Wir haben unten eine Slave-Steuereinheit, die DCU. Jede DCU kann ein Powerkabinett kontrollieren und der Zusammenspiel von den verschiedenen Powerkabinetts wird dann zentral von einer CSC4 gemanagt. Mit dieser Aufteilung können auch sehr große und sehr leistungsfähige Leistungskabinetts konzipiert werden. Unten ist eine 602-Einheit von Typhoon mit einer Adapterkarte für diese Signalkonditionierung. Und wir haben einige zusätzliche Relaisboards und Schalter, um das Ganze zu steuern. An der Rückseite haben wir noch Netzteile, einen Switch und einige weitere Geräte, um die Schränke auch über das Firmennetzwerk erreichbar zu machen, sodass jeder von den Entwicklern an seinem Arbeitsplatz Zugriff auf die Geräte hat. Wir können deutlich schneller und auch mehr testen. Gerade die Testautomatisierung wird durch die deutlich höhere Komplexität der Geräte immer wichtiger. Es sind deutlich weniger Arbeiten im Feld und an den Prüfständen erforderlich, was sowohl im Bereich Sicherheit als auch im Bereich Kostenersparnis als auch im Bereich Kostenqualität deutliche Vorteile gebracht hat. Ja, früher war deutsches Engineering hauptsächlich Maschinenbau. Im Moment ist es immer mehr Elektrotechnik und in Zukunft wird es zunehmend Software sein. Wir erleben diese Transformation gerade und das wird definitiv sowohl die Arbeit als auch die Anforderung an das Testen für eine gute Qualität der Produkte definitiv sehr stark beeinflussen.
Kommen Sie zur Woodward.